Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Viele Jahre konnte man in Wien Seychellen-Riesenschildkröten sowohl im Tiergarten Schönbrunn als auch im Haus des Meeres sehen. 2025 sind die Schildkröten vom Haus des Meeres im 6. Wiener Gemeindebezirk Mariahilf in den 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing umgezogen, wo der Tiergarten Schönbrunn seinen Seychellen-Riesenschildkröten 2024 eine schöne neue Anlage im Wüstenhaus unweit vom berühmten Schönbrunner Palmenhaus gestaltet hat. Dort leben nun alle Wiener Seychellen-Riesenschildkröten, die schon viele Jahre Botschafter dieser bedrohten Tiere sind, zusammen. Wir begleiten heute Tierpflegerin Janda, die uns mehr über die Tiere, ihre Haltung und die Neuankömmlinge aus dem Haus des Meeres erzählen kann. Also wir haben hier verschiedene Kräutersalate und gestern waren die Kollegen so lieb und haben mal wieder Wiesenkräuter gezupft von der Wiese draußen im Schlosspark. Wiesenkräuter sind einfach viel besser als Salate. Aufgrund dessen vom Calcium-Phosphor-Verhältnis ist einfach viel besser. Ansonsten schauen wir, dass wir eigentlich mehr trocken füttern, das heißt eben Heu. Größtenteils Heu muss auch immer zur Verfügung stehen und sonst kriegen sie einmal am Tag eben Nassfutter bzw. Grünfutter. Das wird dann nur einmal kurz ein bisschen zerkleinert, dass sie sich leichter dümmer fressen und dass auch jeder was abkriegt. Und zum Beispiel bei den Salate kommt dann eben der Strunk weg, weil der einfach nicht, der hat keine Nährwerte und ist aber auch schwierig zum Fressen für die. Die haben zwar ein gutes Kiefer und noch eine gute Beißkraft, aber sie sind ein bisschen, was das antrifft, nicht so geschickt drauf. Bei Salat ist halt immer wichtig darauf achten, dass wir kein Blaukorn dabei haben. Das ist halt Schneckengift und auch so schlatzige Dinger, also verweste, verwelkte Stücke brauchen wir auch nicht unbedingt drinnen haben. Sie werden es nicht fressen, aber sicher ist sicher. Ja. So ein ganzer, ich glaube 20 Liter Kübel reicht eigentlich für die, weil sie eben permanent Heu kriegen und zur Verfügung stehen haben. Und hin und wieder kriegen sie sogar Lauch zur Verfügung gestellt, entweder getrocknet oder halt frisch, je nachdem welche Jahreszeit es ist. Jetzt dann im Winter wird es dann eher das getrocknete Laub, was wir hinten schon trocknen. Kräuter, also Gartenkräuter sind halt auch immer wichtig. Kann man da so schön drüber streuen. Wir haben da eben Petersilie, Minze, heute haben wir Thymian auch, manchmal Oregano auch noch. Also wir kriegen da immer eigentlich ein gutes, abwechslungsreiches Futter. Und das wird dann halt klein geschnitten. Also so eine Größe ist vollkommen ausreichend für die. Jetzt noch ein paar Minzblätter und dann kommt noch eine Mischung Akrops drauf. Akrops ist so klein geschnittenes Heu auf Schildkröten halt angepasst. Da eben ist auch immer wichtig, den Strunk rausschneiden, weil der einfach viel zu hart ist.
zum Schluss kommt, dann haben wir da eine Abkopfmischung stehen. Da kann man eigentlich den Rest dann drauf leeren. Eben alles andere, was wir an Trockenfutter eigentlich kriegen sollten, ist das Heu. Und das liegt eigentlich wird mehrmals am Tag überprüft, ob sie noch genug haben, und wenn nicht, dann wird das wieder aufgefüllt. Was man bei Reptilien auch immer wieder machen sollte, ist Kalzium drüber streuen, also Futterkalk. Das ist für den Knochenaufbau sehr wichtig. So, und das kommt dann eigentlich schon zu die Riesen. Ich werde das dann dort nochmal durchschütteln, dass ich das eigentlich alles, was ich so jetzt verlieren werde, dann in der Anlage liegen habe und dass sie es fressen könnten. Ja, ich habe gesagt, gehen wir mal hin. Durchschütteln. Und eben, wenn ich das in der Küche mache, verliere ich schon mal gutes Zeug. Deswegen mache ich das lieber in der Anlage per se. Und dann einfach gut aufstellen, dass jeder zubekommt, egal von welcher Seite. Ja, das war's eigentlich. Den Rest werden sie sich dann holen. Das dauert dann immer, aber ich bin guter Dinge. Wir haben eben 4 neue Riesenschildkröten gekriegt aus dem Haus des Meeres. Ein Männchen und 3 Weibchen. Die haben sich eigentlich sehr gut eingelebt. Die Weibchen liegen eigentlich bei unserem alten Männchen sehr gut dabei und unser altes Weibchen bei unseren neuen Männchen. Die Männchen verstehen sich eigentlich alle sehr gut miteinander, auch die Weibchen. Also unser altes Weibchen ist sehr gut aufgeblüht sogar dann, weil Riesenschildkröten sind ja eigentlich Gruppentiere. Die leben gerne in Gesellschaft von Artgenossen. Die Neuen aus dem Haus des Meeres, die sind noch recht jung, die sind um 20 Jahre alt. Die sind auch noch sehr schüchtern, wie man da immer wieder sieht. Sie zucken halt recht oft zurück oder fauchen dann aus Angst einfach. Aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Sie gehen sehr gern baden. Das ist die Möglichkeit, dass sie alle gemeinsam baden gehen könnten, gab es mittlerweile nicht. Deswegen liegen sie gern bei uns jetzt auch im Winter in diesem gewärmten Teich drin. Der ist auf 25 bis 30 Grad aufgeheizt. Im Sommer könnten sie auch in die Außenanlage, das ist momentan halt leider ein bisschen zu kalt dafür. Aber deswegen wird herinnen gut geheizt. Seychellen-Riesenschildkröten gehören eben auch zu den bedrohten Arten. Und es ist sehr schön eigentlich zu sehen, dass wir jetzt da so viele hier haben. Wäre vielleicht eventuell mal geplant zu züchten, aber das ist jetzt noch lange nicht im Fokus, dadurch unsere neuen jungen Weibchen noch ein bisschen zu jung dafür sind. Und ja, mal schauen, ob also unser altes Männchen wäre interessiert dran, aber es wird dabei noch nicht funktionieren. Das ist halt ein sehr gutes Vorteil, dass die so zutraulich sind und sich eigentlich überall sehr gut angreifen lassen. Dass wir gerade für medizinischen Sachen auch immer selber kontrollieren, bevor wir den Tierarzt holen müssen. Das ist recht angenehm fürs Tier und für uns. Für die Kleinen sind wir gerade noch dabei. Also es wird schon, sie lassen sich schon ein bisschen angreifen und stehen dann auch schon langsam auf.
aber sie sind halt noch ein bisschen scheuer, gerade plötzliche Bewegungen und so, da zucken sie schnell zurück. Ja, ein gutes Beispiel ist jetzt auch unser Neuzugang, der raus will in die Kälte und es ist einfach schon zu kalt leider. Also dürfen sie leider nicht heraus, weil es einfach viel zu kalt für sie schon wäre und sie dann sich eine Lungenentzündung oder sonstiges einholen könnten und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Was viele eben auch nicht wissen, dass der Panzer, der recht hart eigentlich ist, dass sie eigentlich da auch sanfte Berührungen und auch eben, du kannst eine Schildkröte sehr gut eigentlich auch am Panzer kraulen und streicheln. Die spüren das, dadurch die aus dem Panzer nicht raus können, sondern der eigentlich mit ihnen mitwächst. Haben die da überall auch Nervenbahnen oben drinnen, dadurch können sie eigentlich jede Berührungen spüren. Sie sind zwar jetzt nicht so sanft wie da auf der weichen Haut oder so intensiv, aber sie spüren auf jeden Fall einen Druck zumindest. Und stehen dann auch sehr gerne auf. Also unsere stehen sehr gerne auf und lassen sich dann kraulen, weil sie wissen, sie werden dann auf die guten Stellen gekrault, wie er jetzt da. Also, er ist ein super Schmusetier zum Beispiel, er liebt es, gekrault zu werden. Und er besteht auch oft auf seine Krauleinheiten. Da schaut man dann schon immer wieder drauf, dass man das halt noch mehr fördert. Und bei so Tieren, die eben eher scheuer sind und eher das noch nicht so kennen, da probieren wir halt auch immer wieder uns anzutasten, dass wir die dann ein bisschen sozialisieren können auf uns eigentlich. Ja, es funktioniert, wir sind am Arbeiten. Es dauert halt, es hat alles Zeit und eilt auch nicht. Dadurch ja unsere Riesen eigentlich früher drüben im Zoo, im Krokodilpavillon beheimatet haben und jetzt vor ein paar Jahren erst umgezogen sind, ist halt auch das Wüstenhaus wieder mehr repräsentiert worden und hat auch viel mehr Besucher jetzt dadurch gekriegt und wird auch interessanter dadurch eigentlich die Riesen quasi das Highlight neben all den anderen Highlights, was wir hier im Wüstenhaus haben. Eigentlich sind das für die Besucher das Highlight, weil sie die schon kennen und sehen dadurch eigentlich unsere ganzen wahren Schätze im Wüstenhaus auch noch. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch in unsere Playlist über den Tiergarten Schönbrunn in Wien.